Es ist eigentlich schon seit, ja, ich glaube, jetzt heißt es sicher 60 bis 70 Jahren, es immer für mein Dorf nicht tun, es nicht, dass da Leute herkommen sein. Ich bin dann 80, 81 bin ich das erste Mal hoch und man denkt, ja, probieren wir es mal nicht. Und das hat mir eigentlich gut gefallen und jetzt, deswegen bin ich auch so lange dabei. Es ist so, wenn man kommt, denkt man sich, es ist schon ein Krampf, bis sie wieder steht. Weil das braucht einfach Erfahrung und es ist nicht nur Schneeschaufeln. Wie viele Monate kannst du auch Schnee schaufeln, aber das ist nicht nur so. Du musst schon ein bisschen Erfahrung haben und ein gutes Auge haben und so, weißt du, dass es dann auch stimmt. In der Hochschulbeispiel habe ich jetzt so einen Zettel, wo ich genau die Moose drauf habe, weißt du, weil ich messe von oben, von Holz runter 2 Meter und für die 2 Meter immer im Profil. Anfangssaison bist du sicher 10 bis 15 cm weiter zurück und dann das Eis wächst ja den ganzen Winter. Wenn man das ziemlich hinhaltet, dann sollte ich eigentlich gut sein. Ja, es ist schwierig, junge Leute zu finden für diese Arbeit. Nicht, aber ich hoffe, es soll mit ihnen jünger sein und dass es weitergeht. Aber eben, es wird wahrscheinlich ein Problem geben in nächster Zeit. Wenn da mal ein paar, was Ältere sein, immer kommen, dann schaut es nicht gut aus. Ich sage, auf der einen Seite ist man froh, wenn es fertig ist, weil Galing ist man Stoff. Und das denken wir oft wieder, wenn ich sie könnte so eingefrieren und im Herbst wieder so auspacken, das wäre schon das Ideale. Ja, es ist halt so nicht, das schmilzt dann langsam fort und Ende Mai ist alles weg.